Mittlerweile Investition Nummer 4 auf diesem Kanal. Diesmal auf der Plattform Seeders in das Startup Smarterly. Und was die Kollegen machen, dazu schauen wir uns wie immer das Video von denen an. Smarterly is a digital savings and investment platform. We've made investing easy, engaging and accessible. I'm an actuary by background. One day I went to set up an ISA for myself and I found the whole process confusing and difficult and time consuming, and that was how Smarterly was born. I wanted to take some good quality actuarial analysis and package it up in a way that was simple and easy for people to use. We have a business to business model, so we're focused on the workplace. We take Smarterly to employers who then promote it to their employees as part of their financial wellbeing program, making it convenient and easy for people to invest directly from their pay. It's a very cost-efficient way of acquiring customers. We don't need to spend large capital sums building a consumer brand because the employers are promoting our savings platform to their workforce. Leading companies like Samsung recognise the simplicity within our product is essential when engaging people in savings within the workplace. At Samsung, it's really important that we offer a benefit package that is valued by everybody, taking into account our diverse and multi-generational workforce, which is why we've introduced the Smarterly ISA, allowing people to save for the shorter term, such as buying a house or family needs, as well as the longer term life after work and pensions. Smarterly have made ISAs easy to understand with clear comparisons between the risk and investment options available. We show people a whole range of different investment options. We cover about 90 different providers, 1,000 different investment funds, and we show you for each fund what we think the good case, bad case and most likely outcome looks like in terms of the potential returns on that investment, and just makes the whole process much more familiar to people and more similar to buying a television on Amazon, for example. I always thought that putting money into stocks and shares ISA would be really complicated. However, with Smarterly, they made it really easy to understand and engaging to use. I really enjoy the convenience of saving directly from my pay, as it allows me to save my money before I'm tempted to spend it. By 2020, 50% of the workforce will be made up of millennials. Millennials aren't engaged by pensions, it's too far out. And at the other end of the scale, an increasing number of the higher earners have reached their annual and lifetime pension allowance. They need alternative, tax-efficient saving vehicles. 30 million people are employment in the UK. That's who we're targeting. We developed all of our own technology. Everything that you see on the website and everything that powers it behind the scenes is completely owned by us. We've got all of our own regulatory permissions. That means we can control our own destiny in terms of what we choose to do and not dependent on third parties to get stuff done, which is really important in the financial services market. But we take a very small percentage of the amount of money invested. And in the workplace, we give employees the benefit of a 50% discount on our platform fee. Smarterly has a number of investors in the business already. Our first investor was Unum, one of the UK's largest insurance companies and providers of employee benefits. So we've got an enormous opportunity, and now we just want to sort of accelerate our growth. Was die Kollegen hier machen, ist in den USA mehr als Standard. In Deutschland, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich noch nicht drum gekümmert oder nicht geschaut, ob es das angeboten wird. Wäre aber nicht verkehrt. Und zwar ist es so, dass der Angestellte, in diesem Fall wurde Samsung gezeigt, bevor er sein Gehalt bekommt auf sein ganz normales Konto, wird ein Teil davon, das kann er prozentual festlegen, das kann 1% sein oder 10%, direkt auf ein Investitionskonto überwiesen, das er selber einrichten kann, je nachdem, wie risikoreich er das Ganze angehen möchte, seinem Alter angepasst, seiner Wohnsituation, Lebenssituation angepasst. Vielleicht ist ein Kind in Planung, dann ein bisschen nicht so risikoreich, wenn er zum Rentenalter hingeht, dann ebenfalls ein bisschen risikoärmer. Aber wenn er jung ist, wenn er 20 ist oder so, dann kann man das so einstellen, dass man dort ein bisschen größeres Risiko eingehen könnte und somit halt auch mehr Rendite einfährt. Ganz am Anfang hat einer von den beiden gesagt, dass es relativ kompliziert ist, wenn man sich selber ein Konto einrichtet, wenn man sich das alles aussucht und so weiter und so fort.
ja, es erfordert ein bisschen Zeit und natürlich auch davor quasi die Angst zu nehmen, überhaupt mal zu investieren. Und das passiert aufgrund der einfachen Plattform, bei denen relativ simpel, weil du einige Informationen über dich hergibst, dann wie gesagt das Risiko einstellst und inklusive Laufzeit und so weiter und so fort. Das bedeutet, es wird einem so einfach wie möglich gemacht. Und was die nehmen, ich weiß nicht, wo das stand, aber ich werde es bestimmt gleich mal finden. Die nehmen 0,4% ähm, auf das ganze Vermögen für das Management plus die 0,2 bzw. 0,25% von den Managern selbst. Das bedeutet also, das sind eigentlich die ETF ja, Emittenten. So, das ist dann insgesamt zwischen 0,6 und 0,65% aufs Jahr gerechnet, unter 1%. Das ist noch alles ganz in Ordnung. Hier sieht man nochmal eine Beispielrechnung von denen, dass ein Durchschnittsinvestment von 6.000, das bedeutet 500 Pfund pro Monat, würde bei denen bedeuten, dass sie 24 Pfund im ersten Jahr einnehmen, insgesamt 48 im zweiten und so weiter und so fort. Und das wären in einer Periode von 10 Jahren 1320 Pfund pro Kunden, was nicht schlecht ist. Die haben hier ein sehr, wie soll man es ausdrücken, ambitioniertes Ziel, quasi die Nummer 1 Anlaufstelle zu sein für Angestellte, die bei denen investieren, sondern generell über deren Plattform investieren. Und die wollen in den nächsten 5 Jahren 200.000 Kunden haben, was ich definitiv nicht sehe. Unter anderem, weil hier ist ein Konkurrent, Nutmeg, die sind aktuell bei einem Wert von 245 Millionen und die haben, ich glaube, 60.000 oder sowas Kunden und das auch über 5 Jahre hinweg. Das bedeutet, die müssen da schon richtig auf die Kacke hauen, damit die 200.000 Leute erreichen. Aber gut, das ist halt deren Ziel. Was die mit dem Geld planen, was hier eingenommen wird, ist, dass die nächsten 12 bis 18 Monaten damit weiter wachsen und ausbauen können und irgendwann nochmal so bis 2020, 2021 nochmal ein bisschen wahrscheinlich Geld sammeln würden, was aber auch völlig in Ordnung ist. Bleibt nicht aus. Was kann man hier sagen? Für mich ein sehr, sehr interessantes Thema. Selber in ETFs investiert, in Aktien und so weiter und so fort. Hier in diesem Fall sogar in das Startup, was ETFs quasi an den Mann bringt oder generell Anleihen, Fonds und so weiter. Sehr interessante Sache für mich. Wenn du wissen möchtest, wie das hier weitergeht mit der Investition, dann abonniere den Kanal. Und ganz wichtig ist bei dieser Investition zu sagen, dass die ihre 100% vom Funding schon erreicht haben, sind jetzt im Bereich Overfunding. Das bedeutet, ich kann jetzt investieren. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die meine Investition annehmen müssen. Wenn die wollen, können die es machen. Wenn die aber sagen, okay, wir können mit dem Überschuss von 17% nichts anfangen, dann bekomme ich das Geld wieder. Also wenn du wissen willst, wie es weitergeht, einfach den Kanal abonnieren.